Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin dieses Mal wieder auf den Whisper Trails unterwegs, genauer gesagt auf dem Whisper Trail, ja, mit den Abstand meisten Punkten, nämlich dem Rhein-Wisper-Glück. Gestartet bin ich gerade eben hier unten in Lorsch am Rhein, habe also die ersten paar Meter schon gemacht. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bis hierhin so war und vor allem, wie es dann von hier aus auch weitergeht, würde ich sagen, bleibt dran und dann finden wir das doch mal zusammen raus. Der Wisper Trail hat zwei mögliche Startpunkte. Einmal in Lorschhausen, hier kann man nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, und den von uns gewählten Startpunkt am Parkplatz am Wisper Grill in Lorsch. Vom Parkplatz aus verläuft die Zuwegung zunächst ein Stück durch den Ort, bevor sie uns auf einen schönen Weg bergauf zum eigentlichen Trail führte. Wie eingangs erwähnt, ist das Rhein-Wisper-Glück der Wisper Trail mit den meisten Erlebnispunkten. Ganze 94 hiervon wurden für diesen Weg vergeben. Auf dem Trail angekommen, ging es für uns gleich noch ein Stück Weg bergauf, bevor wir auch schon einen ersten Aussichtspunkt mit Blick auf den Rhein erreichten. Wie ihr sehen werdet, sollte es nicht der letzte schöne Rheinblick gewesen sein. Weiter ging es auf dem ersten Wegabschnitt über schmale Pfade und auch breitere Wege, mit stetem Blick auf den unterhalb des Weges fließenden Rhein. Aufmerksam wie wir waren, konnten wir am Wegesrand auch die ein oder andere Eidechse entdecken, und auch Tobi, der Blümchenfotograf, kam wieder auf seine Kosten. Auf dem Mittelteil des Weges wendeten wir uns zunächst vom Rhein ab und wanderten über breite Wege durch Wald, bevor wir wieder kehrt machten und am Aussichtspunkt Panoramabank erneut einen Blick auf den Rhein und das unterhalb des Weges liegende Lorschhausen erhielten. Von der Panoramabank aus wanderten wir wieder ein Stück bergauf. Auf der Höhe angekommen, durchquerten wir eine Wiese. Hinter der Wiese ging es bergab Richtung Rhein, und in der Ferne konnten wir auch einen Blick auf die im Fluss liegende Burg Pfalzgrafenstein erhaschen, welche wir schon wiederholt bei unseren Wanderungen auf den auf der gegenüberliegenden Flussseite liegenden Traumschleifen zu Gesicht bekommen hatten. Von nun an ging es auf meist breiten Wegen wieder parallel zum Rhein in Richtung Lorschhausen und Lorsch.
Vor dem Abstieg nach Lorschausen erwartet uns jedoch eine Wegsperrung, deren Umleitung allerdings sehr gut ausgeschildert war. Am Ende der Sperrung kann man sich für die extra Meter mit einem Weinchen belohnen. Da wir noch die Clemenskapelle sehen wollten, mussten wir ab hier ein Stück des eigentlichen Trails zurück bis zum Ende der Wegsperrung. Nach dem kleinen Rückschritt machten wir uns aber endgültig auf gen Lorsch. Kurz bevor wir wieder die Zuwegung zum Trail erreichten, erwarteten uns noch zwei kleine Highlights. Zunächst passierten wir die Ruine der Höhenburg Nollig aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Diese kann man leider nur vom Weg aus betrachten, der Zugang ist leider gesperrt. Unterhalb der Burg befindet sich die schönste Weinsicht des Jahres 2020, an der ich auch gleich zu meinem kleinen Fazit kommen werde. Ja, da haben wir es fast geschafft. Der Zuweg trifft hier in ein paar Metern auf den Wisper-Trail. Ja, wie war es gewesen? Insgesamt ein sehr schöner Weg, sehr schöne, abwechslungsreiche Wegführung, viele schmale Pfade, über Schiefer drüber weg, auch mal ein paar breite Wege dabei, sehr schön auch an den Hängen entlang. Und ich denke mal, was bei dem Weg auch sehr herausragend ist, sind die vielen schönen Blicke ins Rheintal, auf die gegenüberliegende Rheinseite, wo auch viele Burgen dann auch zu sehen sind. Also insgesamt hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht zu laufen, kann also nur weiterempfehlen, lauft auch mal diesen Weg. Ja, für mich war es jetzt erstmal der vorletzte Weg, den ich hier im Wisper-Taunus laufen möchte. Einer steht noch aus, das ist dann der Wisper-Taunus-Steig, ist dann ja eine Zweitagestour, den werde ich in den nächsten Wochen dann auch mal angehen. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie der wird. Ein paar Ausschnitte kenne ich ja schon anhand der Wisper-Trails, die ich bisher gelaufen bin. Oh, und danach denke ich, machen wir mal noch so ein kleines Gesamtfazit zur Wanderregion. Gut, ansonsten war es das wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten, beziehungsweise uns. Anne war ja auch mit dabei. Ja, und dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin mal wieder auf den... Echt jetzt? Ja. Ich fühle mich boykottiert. Ich war gemein, ich habe dich mit erwähnt.